Hallo ihr Lieben, mein diesjähriges Weihnachtsspecial starte ich mit einem Rezept, das in meiner Familie sehr beliebt ist und zugleich sehr einfach in der Zubereitung. Für den Teig brauchen wir Frischkäse, Mehl und Salz, weiche Butter und Puderzucker. Zum Bestreuen und Ausrollen fein gemahlene Haselnüsse und Zimt. Für die Füllung noch ein bisschen Nutella oder andere Nuss-Nougat-Aufstrich und Haselnüsse. In eine Rührschüssel gebt ihr die weiche Butter, fügt den Puderzucker hinzu und eine Zutat, die ich zu Beginn vergessen habe, und zwar Vanille. Mixt die Zutaten mit einem Handrührgerät kurz cremig. Es folgt der Frischkäse, der in 3 Touren eingearbeitet wird, und er sollte auch nicht eiskalt direkt aus dem Kühlschrank kommen, sondern sollte schon auf Zimmertemperatur sein. Jetzt vermischt ihr das Mehl mit dem Salz und knetet dieses portionsweise unter. Das heißt, bei Teigen mache ich es nie so, dass ich das ganze Mehl einfach hineinkippe, sondern füge es einfach portionsweise hinzu, denn abhängig von der Butter und den anderen Zutaten kann es immer passieren, dass ihr ein paar Gramm mehr oder weniger benötigt. Und beim Mürbeteigen im Allgemeinen gilt, nicht zu lange kneten. Sobald sich ein Teig geformt hat, der nicht mehr am Schüsselrand klebt, hört ihr auf. Knetet ihr nämlich zu lange, dann trennt sich die Butter oder das Fett von den anderen Zutaten und euer Teig schmeckt brandig. Wenn euer Teig so aussieht, also kompakt ist und nicht am Schüsselrand klebt, dann ist er bereit. Jetzt wird der Teig halbiert und ich mache es gerne so, dass ich die 2 Teighälften abwiege. Bei mir hat jede ungefähr 430 Gramm. Legt die Teighälften auf Frischhaltefolie, drückt sie schön flach, damit sie schneller auskühlen, und wickelt sie sorgfältig ein. Stellt den Teig kühl für ungefähr 1 bis 1,5 Stunden, dann ist er fest, aber nicht zu fest und lässt sich relativ leicht bearbeiten. Kurz bevor ihr den Teig ausrollt, vermischt ihr die Haselnüsse mit dem Zimt und bereitet die Füllung vor. Dafür verrührt ihr einfach die Nuss-Nougat-Creme mit den Haselnüssen. Die Haselnüsse sollten wirklich schön fein gemahlen sein, damit ihr später keine Probleme habt beim Arbeiten mit dem Spritzbeutel. Gebt die Füllung in einen Spritzbeutel und schneidet ein ca. 1 cm breites Loch hinein. Der Teig ist mittlerweile gut gekühlt und kann bearbeitet werden. Bestreut die Arbeitsfläche mit ein bisschen Mehl und vielen Nüssen, das heißt, statt dem Mehl verwenden wir in erster Linie Nüsse zum Ausrollen. Von oben das gleiche Spiel, ein bisschen Mehl, viele Nüsse, und jetzt wird das Ganze schön dünn ausgerollt. Und zwar geht es am einfachsten, wenn ihr den Teig immer leicht dreht, einfach um ein paar Grad drehen, so bekommt ihr dann am Ende eine halbwegs runde Form hin. Und natürlich bei Bedarf, wenn ihr das Gefühl habt, der Teig klebt an, immer wieder ein paar Nüsse auf die Arbeitsfläche und auf den Teig geben. Bevor ihr den Teig zuschneidet, gebt ihr noch ein paar Nüsse auf den Boden, damit er euch nicht anklebt, weil er jetzt schon relativ dünn ist. Damit meine Kipferl später möglichst gleichmäßig aussehen und schöne Ränder haben, lege ich eine große Backform drauf, die ist ungefähr 36 cm groß, und schneide einen Kreis aus. Die Teigreste verknetet ihr und stellt sie zur Seite, denn wir brauchen sie später wieder, und die große Teigplatte wird jetzt auf 16 gleich große Dreiecke aufgeteilt. Auf den Rand der Dreiecke spritzt ihr jetzt kleine Streifen. Damit eure Kipferl später in der Mitte nicht so dick sind, empfehle ich euch, die Füllung zu verstreichen und sie danach aufzurollen. Die fertigen Kipferl legt ihr in ein mit Backpapier ausgelegtes Blech, und zwar so, dass die Spitze nach unten schaut. Das war Teig Nummer 1 und mit der zweiten Hälfte macht ihr genau das gleiche.
Backt sie im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ungefähr 15 bis 18 Minuten. Während die eine Tour am Backen ist, könnt ihr euch um die Reste kümmern, denn die werden ebenfalls verknetet und zu kleinen Kipferln geformt. Dass die Kipferl fertig sind, seht ihr an den Rändern, die so eine leicht goldgelbe Farbe angenommen haben, aber ansonsten sind die Kipferl eher hell. Sind sie ausgekühlt, könnt ihr sie mit Puderzucker bestreuen und verpackt sie dann am besten in Metallboxen, die ihr mit Küchenrolle auslegt. Dort sind sie dann wirklich mehrere Wochen haltbar. Was wir an diesen Kipferln besonders lieben, ist einfach, dass sie richtig schön mürbe sind, also die zerfallen regelrecht und sind trotzdem nicht trocken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Plätzchen-Video.